Moin Leute, ich bin's Josh, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute den 28. November. Ich habe jetzt gerade die finale Zusage bekommen, dass ich 2026, also in knapp 3 Monaten, beim Atlas Mountain Race mitmachen darf. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist viel zu crazy. Das ist eines der härtesten MTB-Rennen, die es gibt auf der Welt. 1350 Kilometer, 25.000 Höhenmeter durch das Atlasgebirge, durch die marokkanische Wüste. Das ist einfach nur völlig surreal. Ich hatte mich im Sommer auf meine Europareise für dieses Event beworben, leider auch direkt eine Absage bekommen, warum auch immer. Jetzt habe ich den Veranstalter nochmal kontaktiert und gefragt, hey, ich muss bei diesem Rennen teilnehmen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich noch einen Startplatz bekomme? Hat vielleicht jemand seine Startgebühr nicht bezahlt? Oder. Er hat auch direkt geantwortet und geschrieben, hey, ich schicke den Link, bezahl das direkt und dann bist du dabei. Gesagt, getan, 450 € für Startgebühr und den GPS-Tracker gerade überwiesen. Und ab jetzt heißt es All-In, Freunde. Ab jetzt muss ich All-In gehen. 110%. Fokus auf dieses Event. Es findet am 6. Februar 2026 statt. Ich wollte mir sowieso für die anderen Events, die ich 2026 vorhabe, einen Trainer nehmen. Aber jetzt kann er mal wirklich zeigen, was er auf dem Kasten hat. Ab jetzt sind es 66 Tage bis zum Rennstart. 66 Tage. Full Fokus auf das Atlas Mountain Race 2026. Das wird heftig. Holla, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here and stopping here. It's strange how they cannot see the future but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Nehme ich mir da vielleicht viel zu viel vor? Ist diese Herausforderung wirklich viel zu groß für mich? Ja, kann sein. Definitiv. Aber wer bin ich, Leute? Wer bin ich, dass ich bei dieser Chance, bei dieser Erfahrung, die ich sammeln kann und bei diesem Glück, was ich habe, dass ich diesen Startplatz bekomme, dass ich sage, nee, lieber nicht, lieber nicht. Das ist eine One-in-a-Lifetime-Opportunity vielleicht. Vielleicht werde ich nie wieder in dieser Lottery gewinnen und kann somit nie wieder an diesem Rennen teilnehmen. Für alle, die bei sowas Angst haben und sich unsicher sind, ob sie sich anmelden sollen für irgendein Event oder für irgendeine Challenge, tu es. Tu es. Egal wie gut du abschneidest, ob du erster oder letzter Platz wirst oder ob du dieses Rennen gar nicht zu Ende fährst. Es spielt keine Rolle. Ihr und auch ich beim Atlas Mountain Race. Ich kann da nur als Gewinner rausgehen. Vielleicht gewinne ich nicht das Rennen, aber ich gewinne an Erfahrung. Ich lerne meinen Körper besser kennen, ich weiß, was ich mir zumuten kann und was nicht. Ich lerne auch, was rückblickend schiefgelaufen ist. War das Training scheiße? War das Training vor allem, das wird es wahrscheinlich sein, zu kurz? 2 Monate ist nicht viel Zeit, ich weiß. Aber ich glaube, ich habe ein solides Fitnesslevel und ich glaube, es ist machbar. Ich glaube, ich kann das Ding finishen. 7 Tage wird zornig, aber ich schaffe das. Und das kann ich euch an dieser Stelle noch mitgeben, Freunde. Probiert es. Probiert es einfach. Egal wie gigantisch diese Challenge scheint. Egal wie herausfordernd es sein mag. Probiert es einfach. Und am Ende des Tages, und das verspreche ich euch, könnt ihr nur gewinnen. Und so startete ich meine Reise am 1. Februar und flog erstmal von Hamburg nach Marrakesch. Ich habe mir diesmal extra etwas mehr Zeit genommen, um Land, Leute und Kulturen auch tatsächlich zu erleben. Und für eine kleine Akklimatisierungsphase für den Körper. Die Temperaturdifferenz zu diesem Zeitpunkt lagen bei knapp 25 Grad zu Deutschland. Ich drehte meine ersten Runden, knüpfte die ersten Bekanntschaften, habe meinen Körper aber generell eher geschont und versucht, möglichst viele Carbs in mich reinzuschaufeln. Im Fahrradjargon nennen wir das Carboloading.
Am Race Day, wie sollte es auch anders sein, regnete es den ganzen Tag in Strömen. Und so fuhr ich erstmal zur Event-Location, gab überschüssiges Gepäck ab, welches ich beim Rennen nicht benötige, empfing meinen GPS-Tracker, welcher Pflicht ist, und erhielt meine Race Cap mit der Startnummer 66. Es wurde auch nochmal kontrolliert, ob ich tatsächlich alle vorgeschriebenen Artikel wie Schlafsack, BV-Bag und Rettungsdecke dabei habe. Um 16 Uhr ging es dann final zum Riders Briefing, wo wir nochmal die wichtigsten Infos zur Strecke bekamen. And here we are. Das Atlas Mountain Race 2026 startet genau jetzt. Ich bin jetzt gleich auf 1500 Höhenmeter. Ist jetzt schon atemberaubend schön. Das Fahrerfeld hat sich leicht aufgelockert, aber auch noch nicht so richtig tatsächlich. Hinter mir sind welche. Vor mir sind auch noch welche. Ich glaube, das wird jetzt auch noch ein paar Stunden so weitergehen. Wir fahren jetzt erstmal in die Nacht rein. Mal schauen, wie das wird. Ja. Was soll ich euch sagen, Leute? Hier sind wir mittendrin im Abenteuer, im Atlas Mountain Race 2026. Komplett nass. Noch nicht mal die ersten 20 Kilometer voll. Und so ging es für mich die ersten Stunden des Rennens bei strömenden Regen und durchschnittlich 7% erstmal steil bergauf. Ich fing an, darüber nachzudenken, warum ich mir das hier eigentlich schon wieder antue. Ich meine, man könnte ja auch einfach zu Hause auf dem Sofa sitzen und Netflix schauen. Aber ich habe mich bewusst gegen solch ein Leben entschieden, da ich mich jeden Tag neuen Herausforderungen stellen möchte. Ich will ein Abenteuer leben und bestmöglich über mich hinauswachsen. Aber vor allem möchte ich dir, und das war immer meine Motivation für Social Media, zeigen, was man auf dieser Welt für einen geilen Scheiß machen kann mit dem richtigen Mindset. Allgemein will ich die Pausenzeiten natürlich so kurz wie möglich halten. Und dann die Zeit lieber investieren in guten Schlaf, auch wenn das nicht sehr viel sein wird. Naja, habe ich euch meine Race-Strategy eigentlich schon erzählt? Leute, ich will bis zum ersten Checkpoint durchfahren, das sind 350 Kilometer. Rechnerisch sollte ich morgen Nachmittag da sein, je nachdem, wie ich mich fühle. Und wie spät es ist, werde ich auch noch bis Kilometer 400 weiterfahren. Da gibt es nämlich ein Hotel. Und jetzt ein paar Meter machen. Auf der gesamten Strecke kam es immer wieder vor, dass Kinder auf der Straße standen und uns vermeintlich begrüßen wollten. Was ihre eigentliche Mission war, werden wir aber zum späteren Zeitpunkt noch sehen. Und so fuhr ich erstmal weiter durch die Nacht. Bergauf, bergab, passierte immer wieder kleine Ortschaften mit kleinen Shops, wo ich gegebenenfalls Getränke und Snacks auffüllte. Freunde, ich glaube, ihr habt nicht viel gesehen, aber das war die erste Flussdurchquerung. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben, es ist glaube ich 2 Uhr oder so. Wir haben jetzt 130 Kilometer. 3. Boxenstopp. Kleiner Kiosk wieder. Mit einem Offline Chicken. Ja, Getränke auffüllen. Kurz ruhen, dann geht's weiter. Ich sag mal so, es ist verlockend. Da drüben ist ein Hotel, da könnte ich pennen. Schauen wir mal. Ich sage es euch, wie es ist, Freunde. Mir ist wirklich unfassbar kalt gerade. Ich ziehe mir jetzt Arm- und Beinlinge an. Dann fahre ich wieder weiter. Leider sind Arm- und Beinlinge beide nass geworden in der Frontrolle. Wer hätte das gedacht? Aber gar nicht so schlimm. Die trocknen ja. Leute, Real Talk. Da ist ein warmer Raum mit Heizung. Da ist ein Hotel. Es geht jetzt auf diesen großen Berg rauf, auf den hohen Anstieg, auf den 2,8er. Das wird heftig. Die Handschuhe, die beiden Paar und meine Downjacke hebe ich mir jetzt noch auf für es geht gar nicht mehr. Aber jetzt gerade ist schon wirklich sehr, sehr zornig kalt. Weiter, immer weiter, sagte ich mir. Und so passierte ich gegen 4 Uhr nachts bei minus 10 Grad den höchsten Punkt auf 2800 Höhenmeter der gesamten Strecke. Ihr hört das Eis unter meinen Reifen knistern. Teilweise sah ich Familien, die ihr Auto aufgeben mussten, weil sie nicht mehr vorangekommen sind. Es war wirklich bitterlich kalt und ich war einfach nur darauf bedacht, so schnell und sicher wie möglich diesen Pass wieder zu verlassen und endlich in den Tag reinzufahren. Es ist hier so geistesenorm kalt, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen.
What a night, Freunde. Wir sind durchgekommen. Kurzer Abriss für euch. 4.769 Höhenmeter auf 200 Kilometer. Ich suche die ganze Zeit schon nach einem Hotel, weil ich echt groggy bin langsam. Ich habe schon die ganze Zeit so Powernaps auf den Bock gemacht. Scheiße, Mann! Geil, weiter geht's. Ich war müde, mir war kalt und ich war hungrig. Aber als der Tag anbrach und die Sonne endlich schien, schöpfte ich so unbändige neue Energie. Ich wusste, ich hatte die Nacht überlebt. Den kältesten und den höchsten Punkt der gesamten Strecke überstanden und ab jetzt ging es nur noch bergauf. Aber erstmal genoss ich die Abfahrt, die Sonne auf meiner Haut und ich fuhr einige Kilometer weiter bis in die nächstgrößere Ortschaft, wo es ein kleines Café gab. Hier waren auch schon andere Fahrradfahrer und ich dachte, ich tue es ihnen gleich. Ruhe mich kurz aus, fülle meine Vorräte auf und frühstückte. Das klassische Omelett, ein bisschen Gebäck, Madeleines und Muffins und ich gönnte mir ein Cappuccino, um die Müdigkeit zu unterdrücken. Ein relativ spartanisches Frühstück, aber ich genoss es in vollen Zügen und wusste, für mich geht der Tag jetzt erst los. So Leute, kleines Race-Update. Mein Plan ist ja jetzt aufgegangen, die 200 Kilometer durch die Nacht durchzufahren. Habe jetzt von 10 bis 11 gegessen, getrunken, mich erholt, einen Powernap gemacht. Das war auf jeden Fall richtig und wichtig. Ich hatte echt schon Sekundenschlaf teilweise, das war einfach crazy. Ja, jetzt bin ich frisch gestärkt und jetzt habe ich den restlichen Tag Zeit, um die fehlenden 125 Kilometer abzukloppen bis zum ersten Checkpoint. Und je nachdem, wann ich da bin und wie ich mich fühle, fahre ich dann noch weiter oder ich kann mir eine Mütze schlafen. Leute, Feuer frei! Jalla, jalla, jalla! Dieser Moment, wenn man bei 6% Gefälle reintreten muss. Oh Leute. Oh Mann. Das macht doch keinen Spaß bei dem Wind, Digga! Ganz ehrlich, ich check nicht. Also ich habe hier ja wirklich schon ein Top-Setup. Klar, hier und da kann man bestimmt nochmal 1, 2, 300 Gramm sparen, aber viel mehr kann man hier nicht sparen. Das ist alles super leicht. Ich habe nichts mit. Und ja, keine Ahnung, voll beladen mit Wasser und Gelen und so wiegt das Rad nur 18,3 Kilo. Oder besser gesagt, ich bin gestartet mit 18,3 Kilo. Wovon über 4 Kilo Snacks und Getränke waren. Haben beruhigt. So, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, habe ich jetzt 285 Kilometer. Bin jetzt in der Stadt. Ich hoffe, es geht gleich noch weiter bergab. Haben jetzt 2 Colas, 2 Coco Johnny und Wasser gegönnt. Das fülle ich jetzt auf. Jetzt chill ich hier aber auch erstmal wieder 5 oder 10 Minuten. Echt, der Wind hat mich schon wieder gebrochen hier die letzten 3 Stunden. Naja, ich esse erstmal und dann geht's gleich weiter, Leute. Habe auch was Neues gelernt. Danke oder Thank you heißt Sacha. Sava. Je nachdem. Ne? Nice to know. Bildungsauftrag hier auch wieder erfüllt. Also, fühlt euch belehrt. Weiter geht's. Leute, ich sage es euch. MTV Unplugged mit Crow habe ich jeden Tag 2-mal gehört auf meiner Europareise. Das schiebt auf einer ganz anderen Ebene an, sage ich euch. Und die Leute gucken hier dumm, weil ich mit einer Kamera rede. Ah! Feuer frei, Leute! Woo! Die nächsten 100 Kilometer vergingen wie im Flug. Ich genoss die Abfahrt, die Sonne und die wunderschöne Landschaft Afrikas, welche mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Meine Laune hätte besser nicht sein können und ich freute mich regelrecht auf die Strapazen der nächsten Tage. Mädels, ich sag euch ehrlich, ich habe jetzt gerade mal 6000 Höhenmeter von 25. Meine Knie machen so dicht. Wie soll das denn funktionieren, Leute?
Dass die Knieproblematik noch so ein großes Thema werden würde, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht und so fuhr ich unbehelligt weiter. Berge, Schluchten, Felsmassive und Wüste. Auf solchem Abenteuer erlebt man so viel, dass man es, während man es erlebt, gar nicht die Zeit findet, alles zu verarbeiten. Noch 30 Kilometer bis zum Checkpoint. Ich habe jetzt 320 Kilometer, 6500 Höhenmeter im Anstieg und das auf glatten 24 Stunden. Ist ja ganz in Ordnung, oh, wow, oder wie oder wo? Jetzt geht's hier aber hier in die Gassen rein. Noch 15 Kilometer, dann bin ich am Checkpoint. Wir haben es jetzt 17:30, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also es wäre mir auf jeden Fall viel zu früh, schlafen zu gehen. Ich sag mal, ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde. Dann würde ich eher meine Karte stempeln lassen, kurzes Essen, mich kurz ausruhen und dann würde ich noch mal 50 Kilometer oder sowas als grobe Richtung. Dann hätten wir die 400 voll. Das wäre schon mal ein geiler Meilenstein. Ja, so ist jetzt erstmal der Plan. Schauen wir mal. Pinkelpause und einen Schluck Powergel. Ich mache immer eine Feldmischte. Ich trinke einen Schluck hiervon und dann trinke ich einen Schluck Wasser. Ja, das sollte wohl reichen für die letzten 15, oder? Habe auch nichts mehr. No joke, Leute. Ich habe auf dieser Tour schon mehr Schokoriegel an Kinder verschenkt, als ich selber gegessen habe. Semi-schlau. Aber naja. Das erste Mal raufsetzen ist immer wieder schön. Da ist er, Freunde. Der erste Checkpoint. Bei 350 Kilometern. Geil. So Leute, Alter, sehe ich scheiße aus. Meine Knie tun echt mächtig weh. Deswegen habe ich mir jetzt auf ein Zimmer genommen. Ich werde jetzt 3, 4, meinetwegen auch 5 Stunden pennen. Ganz ehrlich, auf die eine Stunde kommt es auch nicht drauf an. Generell bin ich ja recht zügig unterwegs. Und um die Platzierung geht es mir am Ende des Tages nicht. Es gab hier am ersten Checkpoint ein ganz geiles Buffet, Snacks, Snickers Mars, Bounty, Lion, Hühnchen, Nudeln, alles was man haben möchte und ja auch alle möglichen Getränkesorten. Genau, hat jetzt zusammen glaube ich 200 Dirham gekostet, was 20 Euro sind, also kannst du nichts sagen. Ich werde mir jetzt richtig schön erstmal den Thron gefallen lassen und dann die Dusche. Und dann würde ich sagen, Freunde, penne ich ganz entspannt, stelle mir einen Wecker, einen großzügigen Wecker und dann geht es so gegen 0 oder 1 Uhr wieder los. Das ist der Plan. Let's go. So Leute, Wecker hat um 1:30 Uhr geklingelt. Wir haben es jetzt glaube ich 2 Uhr oder so, oder 10 nach. Spielt aber auch gar keine Rolle eigentlich. Ich habe mir jetzt noch ein paar Snacks gekauft für die Fahrt. Jetzt kommt ein Teilstück, was 100 Kilometer lang ist, wo kein Resupply kommt. Hier sind auf jeden Fall noch ganz viele Fahrer. Da ist mein Bock. Den berödel ich jetzt und dann reiten wir weiter. Erstmal einen gesunden Schluck Race Carbs. Weiter geht's. So Leute, wir sind wieder in der Stadt. Ich hoffe, hier kommt jetzt noch ein Verpflegungspunkt. Ich habe jetzt keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auf meinem Navi immer nur die Strecke an. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt gefahren bin, aber es waren gute 2,5, 3 Stunden. Ich hoffe, dass jetzt noch ein Verpflegungspunkt kommt, wo ich nochmal Getränke und ein paar Süßigkeiten einkaufen kann. Und dann sollte auch das Teilstück kommen, 100 Kilometer ohne Resupply.
Wir schauen mal, Freunde, wir schauen mal. Mitten in der Nacht, ich bezweifle, dass hier was auf hat. Hat natürlich nichts auf hier. Ist natürlich Glücksspiel, ne? Also eigentlich sollte ich genug haben. Snacks auch, ich habe ja auch die Race gehabt. Bisschen Wasser wäre noch geil gewesen. Können taffe 100 Kilometer werden oder halt auch nicht. Schauen wir mal. Seht ihr das? Nee, Mann. Weiß ich nicht. Hochmotiviert knöpfte ich mir also den nächsten Anstieg vor. Auf der Kamera kommt es natürlich wieder nicht so rüber, aber teilweise war es wirklich steil mit bis zu 14%. Und super unwegsam. Es lagen regelrecht Felsbrocken auf dem Weg, wo es einfach keinen Sinn gemacht hätte zu fahren. Und so schob ich und schob ich und schob ich. Oh Mann, ey. Endlich oben angekommen. Hey, ich habe jetzt wirklich den kompletten Berg hier hochgeschoben. Das kannst du auch niemandem erzählen. Ach, crazy, was ich gerade sehe. Ich bin jetzt ja wieder auf knapp 2300 Höhenmeter. Und über die Berge da hinten müssten wir gestern rüber geflogen sein. So crazy, ey, da liegt einfach Schnee, ne? Aber allgemein, Leute, für die, die es interessiert, also warm ist anders. Wenn die Sonne auf einen scheint, klar, ist irgendwie warm, aber overall ist der schon frisch. Also hier lustig braun werden in Afrika ist nicht. Außer mein Näschen. Wisst ihr was? Ich glaube, da gönne ich mir mal tatsächlich die erste Pause des Tages, wenn man so will. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten für euch, Ladies and Gentlemen. Wir haben, also erstmal bin ich um 2 Uhr gestartet und aktuell ist es 11:40 Uhr. Also schon wieder gute 9 Stunden 40 geballert. Wir haben, Alter, 9131 Höhenmeter und 452 Kilometer. Ja. Das ist doch in Ordnung, ne? Und die letzten 100 Kilometer habe ich diese Cola mit mir umgeschleppt. Moin Leute! Neues aus dem Cockpit. Ich bin hier irgendwo im Grand Canyon. Um 2 Uhr bin ich gestartet, jetzt ist 11:30 Uhr, ich bin durchgefahren bis jetzt. Und jetzt, ich habe auch die ganze Zeit diese Cola mitgeschleppt und jetzt gönne ich sie mir. Jetzt ist der richtige Moment dafür. Die Sonne lacht. Als würde mir ein Engel in den Mund pinkeln, Freunde. Herrlich, fantastisch. Guck mal, und diese Aussicht. Lecke Bio, ist das geil. Nachdem ich eine Viertelstunde die Sonne genossen habe, ging es weiter. Und zwar Knallgas. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wenn mich jemand überholt hat oder vor mir war, dann sah ich einfach rot. Witzigerweise war es mir völlig egal, auf welcher Platzierung ich mich befand. Ich fuhr dieses Rennen allgemein nicht im Race-Mode. Es war mir wirklich schlichtweg einfach egal. Aber ich konnte es einfach nicht auf mir sitzen lassen. So fuhr ich, wenngleich ich sowieso gleich eine Pause machen wollte. Es war mir wichtig, es ging mir um das Prinzip, diesen Feind einfach zu besiegen und vor ihm zu sein. Ein absoluter toxischer Gedanke, aber in diesem Moment des Rennens habe ich realisiert, ich bin viel zu ehrgeizig, um mich hier von irgendjemandem jetzt einfach überholen zu lassen, stehen zu lassen. Ich bin viel zu ehrgeizig, um so ein Rennen einfach nur mitzufahren. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber Palmen lösen in mir irgendwas aus. Ich fühle mich da immer so, keine Ahnung, so warm, geborgen. Wenn ich Palmen sehe, ist für mich immer Urlaub. Immer. Bei der deutschen Eiche, da ist Regen. Aber eine Palme, Palmen, Leute. Noch mehr Palmen. Da auch. Oder ist das eine Fata Morgana? Leute, jetzt alles voll von Palmen. Palmen sind was Schönes, ne? Jetzt so eine schöne Kokosnuss am Waikiki Beach. Köstlich. 480 Kilometer habe ich jetzt. Ich bin jetzt in der Stadt. Nicht direkt auf der Route. Trotzdem bin ich jetzt mal abgebogen und hatte auch Glück. Hier ist tatsächlich ein Shop. Hier werde ich mir jetzt mal alle meine Vorräte auffüllen, dass ich auf jeden Fall die nächsten 10 Stunden wieder weiterfahren könnte.
Und dann, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall was essen, trinken, halbe Stunde Pause machen, kleines Powernap und dann geht's weiter. Und hier gibt es immer ein paar Snacks, aber auch Stifte, Schulutensilien und Wasser gibt es überall. Cola leider nicht immer, aber egal. Ich nehme mir jetzt auf jeden Fall mal von allem ein bisschen. Das ist es jetzt. Ein paar Schokoriegel, ein riesiges Fladenbrot, 1,5 Liter Fanta, 1,5 Liter Wasser und 2 Omelettes. Jetzt gibt es noch so einen Raum, wo man sich reinsetzen kann. Und dann ja, wird jetzt erstmal gegessen. No! Gibt halt auch immer einen Haken an der Geschichte. Ich wollte jetzt eigentlich ein schönes Powernap machen, aber hier ist so ein nerviges Kind, was die ganze Zeit reinkommt und bettelt. Deswegen werde ich jetzt weiterfahren und mich irgendwo draußen in die Sonne legen und einen kleinen Snap machen. Und dann geht's weiter. Ihr seht es, ihr hört es vielleicht schon. Es ist ultra windig. Es kam jetzt gerade auch schon eine Nachricht vom Veranstalter. Kilometer 524 bis 550 Strong Wind. Naja, ich werde jetzt trotzdem erstmal weiterfahren. Ich war hier jetzt knapp eine halbe Stunde. Super nervig mit diesem Kind. Ich sage euch ganz ehrlich, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich habe bestimmt schon auf dieser Tour 12 Schokoriegel verschenkt hier an Kinder. Und ich mache das auch echt gerne, ne? Ich weiß, die haben nicht so viel, alles easy, alles cool. Aber wenn Menschen so penetrant ankommen und einfach nicht aufhören, obwohl man 20 Mal Nein sagt, ey, da habe ich einfach keinen Bock drauf. So, weiter geht's. Oh. Leute, ich kann euch das gar nicht beschreiben, wie krasse Schmerzen ich habe in beiden Knien. Gerade nach der Pause jetzt, gestern auch. Als ich angekommen bin im Checkpoint, eine Viertelstunde gechillt habe und dann wieder also in mein Zimmer gegangen bin. Ich konnte kaum laufen, das tut so heftig weh, als hätte ich gar keinen Knorpel mehr. Boah. Und so ging es erstmal weiter. Ziel war ja klar. Erstmal die beiden Typen vor mir einholen und danach weiter zum Checkpoint 2. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass der Wind es uns heute noch richtig hart besorgen wird. Mit dem Weg bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber hier sind noch zwei andere Dudes, die hier langlaufen. Ja, nee, ist klar, ey. Digga. Oh my God! So there was a road right there. Digga. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Ich werde einfach immer alles geben, für immer, für immer, für immer. Für immer jung. Für immer. Für immer. Für immer jung. Nachdem ich mir etliche Kilometer mitten in der Wüste die Seele aus dem Leib geschrien habe, ging es für mich erstmal weiter bergauf, bis ich irgendwann am Straßenrand diesen kleinen Barista sah. Es schien so, als würden sie immer genau wissen, wo wir lang fuhren, denn auf der ganzen Route passierte ich bestimmt 5 oder 6 solcher kleinen Shops. Aber ich trank gerne eine Cola und unterstützte die Locals. Der Wind schien mit jedem Meter immer schlimmer und die Laune immer schlechter zu werden. Der Checkpoint war zum Greifen nah, aber doch so weit entfernt und wir brauchten für 5, 6 Kilometer wirklich fast 1,5 Stunden. Ich belächelte die Nachricht vom Veranstalter erst ein wenig, doch jetzt stand ich mittendrin und ich kann euch sagen, ich war richtig abgefuckt. Oh Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ne? Aber wenn das nicht so windig wäre, dann könnte man hier überall ganz entspannt langrollen. Geschätzt würde ich sagen, dass 60, 70, 80 km/h Windgeschwindigkeit sind. Also das Rad wurde hier gerade schon einmal angehoben. Alle schieben. Fuck das ab, ey. Komm nicht vorwärts! Ich bin in einer Hilfsbude gefangen! Digga, oh, dann los!
536 Kilometer haben wir. Hier ist jetzt wieder ein Kiosk. Sieht doch ganz gut ausgestattet aus. Ich würde sagen, Freunde, Risikomanagement. Kalkulation hat ergeben. Checkpoint ist noch knapp 80 Kilometer weit weg. Das bedeutet, ich könnte heute Nacht noch ein warmes Bett und eine Dusche bekommen. Was hätte ich zu verlieren? Eventuell müsste ich, wenn ich es nicht schaffe, mal einen Powernap machen. Ja, Leute, was soll ich euch erzählen? Der tolle Plan, den ich euch gerade präsentiert habe, geht gar nicht auf. Denn ich habe gar nicht bedacht, dass die Route ja geändert wurde. Der Checkpoint ist eigentlich bei 615 Kilometer, aber dadurch, dass die Route geändert worden ist, muss ich jetzt noch 153 Kilometer fahren und da sage ich auf jeden Fall, nein danke. Leute, Real Talk, ich bin so abgefuckt. Ich dachte, ich kann heute in einem richtig geilen Bett pennen, aber nein. Jetzt muss ich hier in so einem Zimmer auf dem Boden pennen. Aber ich habe Brot, Selter, Kaffee für morgen früh. Habe ich mir fälschlicherweise bestellt. Naja, jetzt baue ich erstmal alles auf. Meine Nase ist dicht, geil. Und dann geht's hier gleich wieder los. 1, 2, 3, vielleicht auch 5 Stunden. Schauen wir mal. Jetzt für ein ganz gutes Omelett mit Brot, eine Selta, Wasser und einen Kaffee und die Unterkunft 400 Dirham bezahlt. Das sind 35 Euro roundabout. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Alles gut, die sollen ja auch was verdienen. Ich werde jetzt... Ich weiß nicht, wie lange ich schlafe, Leute. Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite denke ich mir, ja gut, jetzt bist du schon mal hier, jetzt kannst du auch lange pennen eigentlich. Da kickt wieder so dieser falsche Ehrgeiz rein. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, okay, 2 Stunden Powernap und dann weiter geht's. Aber dann geht die Tour wieder um 0 los. Leute, ey. Schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich penne wieder bis 0 oder 1. 5, 6 Stunden. Ja, Digga, scheiß drauf. Einfach machen. Leute, ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll, aber ich glaube, irgendwas ist gerade in meinem Knie gerissen oder geplatzt. Boah, das war davor schon eine 8 von 10 auf der Schmerzskala. Aber, Es ist jetzt 7 Uhr, jetzt wieder genau 5 Stunden auf dem Bock. Hinter mir geht gerade die Sonne auf. Da vorne ist die erste größere Stadt. Vielleicht gibt es da ja ein geiles Café, was schon auf hat. Oder ein Kiosk oder so. Ich habe richtig Bock auf Chips. Aktuell habe ich 615 Kilometer und bei 690 ist der zweite Verpflegungspunkt. Mein Plan ist jetzt, dahin zu fahren. Das kann schnell gehen, ohne Wind, ohne viel Höhenmeter. Wirklich viele Höhenmeter sollen heute tatsächlich auch nicht kommen, nur 2,5 oder so, mit knapp 3 abwärts. Und wenn ich da angekommen bin, völlig egal zu welcher Uhrzeit, ich nehme mir ein Zimmer, ich werde essen, duschen, essen, schlafen, ohne Wecker und dann werde ich einfach wieder losfahren, wenn ich von alleine wach werde. Ich glaube, mein Knie braucht diese Ruhe, sonst wird das hier alles nichts mehr. Scheiße, ist wieder nur so eine Selbstbedienungstankstelle, ey. Mann, ey. Und alles andere hat auch noch nicht auf. Shit. Hab jetzt doch einen Kiosk gefunden, der schon auf hatte. Hab mir jetzt ein bisschen Wasser und eine Cola gekauft. Da steht die Höllenmaschine. Bis zum Checkpoint sind es jetzt noch knapp 70 Kilometer. Die nächstgrößere Stadt kommt in 25, also dann kann ich da schön sitzen, wenn es warm ist und es mir gut gehen lassen. Auch immer wieder ein Anfängerfehler, den man macht. Man fährt in eine Stadt rein und nimmt das Erstbeste. Und hier habe ich jetzt aber... Ah, okay.
Hier habe ich jetzt aber doch noch einen Kiosk gefunden, der eine gute Auswahl an Pringles hat, Freunde. Das schiebt doch jetzt ganz anders vorwärts. Aber jetzt ja genug Energie für die nächsten 69,3 Kilometer. Merci. Nachdem ich meine unbändige Lust nach Chips also gestillt hatte, ging es für mich weiter in den Tag rein. Der zweite Checkpoint war nicht mehr weit entfernt, doch es war wirklich einfach einer dieser Tage, wo ich eine gigantische, tiefe Wut verspürte. Ich war sauer, wirklich von tiefstem Herzen sauer. Sauer über mich selbst, sauer über meine Knie. Warum schmerzten sie? Ist der Sattel zu hoch, zu tief? Ist die Übersetzung falsch oder das Fahrrad zu schwer? Das konnte ich eigentlich alles ausschließen. In den Wochen vor dem Atlas Mountain Race hatte ich knapp 2000 Trainingskilometer mit genau diesem Setup, mit genau diesem Gewicht und genau dieser Übersetzung zurückgelegt. Also warum schmerzten meine Knie so? Und ich konnte es mir einfach nicht erklären, aber ich wusste, es macht mir hier gerade das Rennen etwas kaputt. Denn körperlich, von meinem Fitnesslevel, hatte ich hier wirklich nichts auszustehen. So Leute, 673 Kilometer mit irgendwie roundabout 12.200 Höhenmeter. Oh. Aber jetzt geht's, glaube ich, nur noch bergab bis zum Checkpoint, mehr oder minder. Oh, und das ist so wichtig. Um 2 bin ich wieder gestartet, also schon wieder 11 Stunden auf dem Bock. Ja, keine Ahnung, wie lange ich jetzt final noch brauche, aber ich bin halt echt mitten am Tag da, ne? Eigentlich nicht so geil, aber naja, scheiß drauf, Leute. Der Arsch muss gelüftet werden und das Knie braucht Ruhe. Und Fadi braucht den Magen. Checkpoint 2, Leute. 690 Kilometer, 12.500 Höhenmeter. Das ist einfach wirklich geisteskrank. Bonjour. So, ihr kleinen Racker. Ich habe mir jetzt eine Packung Tahin bestellt. Eine Packung voll. Eine Cola, es gibt Duschen, es gibt Unterkünfte, es gibt genug Essen, es gibt Schokoriegel. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ich bin auf Platz 50. Und Fritz zum Beispiel ist auf Platz 91. Der ist noch 100 Kilometer entfernt. Ich sag ganz ehrlich, dadurch, dass ich so früh hier war, 14 Uhr ist viel zu früh eigentlich, bin ich mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ob ich weiterfahren soll oder nicht. Ja, kleines Update zum Knie. Könnt ihr euch ja selber eine Meinung bilden. Das rechte Knie ist halt komplett geschwollen und tut halt bei jedem Tritt weh, als würde man da mit dem Messer reinstechen. Ja, da stand der Dinge, Freunde. Einzig und allein durch die Tatsache, dass ich bis auf eine große nie wirklich Pause machte und durch meine extrem hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, die der Top-20-Fahrer ähnelte, war meine Platzierung so gut, welche ich allerdings durch die langen, schmerzbedingten Pausenzeiten wieder zunichte macht. Rückblickend betrachtet auch eine absolut dumme Entscheidung, nicht einfach weiterzufahren, sondern dem Knie so viel Ruhe zu geben. Denn das Einzige, was daraus resultierte, ist, dass die Range of Motion gen Null ging, jeder Schritt einen stechenden Schmerz auslöste und das Knie über Nacht auf Handballgröße angeschwollen ist. Aber auch das sollte mich nicht aufhalten.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 3 Uhr. Ich konnte nicht pennen, deswegen habe ich ein bisschen länger gemacht. Ich bin jetzt hier immer noch in der Unterkunft. Ich habe jetzt meine ganzen Snacks aufgefüllt. Der nächste Checkpoint ist jetzt 310 Kilometer weit weg, glaube ich, bei roundabout 1000 Kilometer. Wäre ein solider 24-Stunden-Ride. Schauen wir mal. Ja, kleines Update zu meinem Knie, damit ihr da auch direkt wisst, was Sache ist. Links ist nach wie vor komplett geschwollen. Da geht eigentlich gar nichts mit. Rechts meine ich. Links ist auch ein heftiger Schmerz, aber jetzt nicht so doll. Haben wir jetzt eine Ibo reingezogen. Ich werde jetzt erstmal weiterfahren. Gucken, ob noch irgendwo eine Apotheke kommt. Irgendwo in der Wüste. Schauen wir mal, wie es läuft. Und wenn gar nichts mehr geht, dann geht halt nichts mehr. Dann habe ich trotzdem alles gegeben. Und bis jetzt kann ich wenigstens noch sagen, dass ich eine geile Tour hatte. Aber ich glaube, jetzt wird es einfach sehr doll wehtun. Weiter geht's. Ich brauche euch nichts vormachen. Zu diesem Zeitpunkt ging es mir extrem beschissen. Meine Motivation war zwar nach wie vor extrem hoch, dafür schmerzten meine Knie umso mehr und meine Laune war auch eher so mittel. Ich war wieder mal sauer über mich selber wegen dem Satz, na, wenn ich jetzt aufgebe, hatte ich wenigstens eine schöne Tour. Leute, Hand aufs Herz. Es geht mir hierbei nicht darum, eine schöne Tour zu haben oder die Landschaft zu genießen. Ich war hier, um das Atlas Mountain Race 2026 zu finishen. Ich wollte einer von den wenigen sein, der jede Tortur über sich hat ergehen lassen. Egal, ob es das Wetter, die Schmerzen oder der Wind war. Ich wollte einer von den wenigen sein, die dieses Rennen zu Ende bringen. Komme, was wolle. Um es mit den Worten von Walt Whitman zu sagen, keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Und so ging es für mich weiter in den Tag hinein und meine Laune stieg, Meter für Meter. Und nochmal einen wunderschönen guten Morgen vom Bock, ihr kleinen Racker. Ich bin, ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich sag mal so, ich konnte gestern Abend, oder ja, mein Körper war nicht müde, nicht erschöpft. Ich konnte einfach nicht pennen und war um 23 Uhr immer noch wach. Und um 0 wollte ich wieder los. Da habe ich gesagt, ey Diggi, du musst ein bisschen schlafen. Deswegen habe ich das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben und habe den Wecker um 3 gestellt. So, gesagt, getan, um 3 bin ich los. Jetzt haben wir 7:45. Und ich habe jetzt schon wieder 65 Kilometer geschafft. Und ja, jetzt geht die Sonne langsam auf. Jetzt kommt hier bestimmt gleich eine kleine Ortschaft. Und meine Mission ist heute, mich von Apotheke zu hangeln. Und mir Schmerzmittel zu besorgen, Freunde. Sag ich euch so, wie es ist. Ich fahre weiter, da, ne, gar keine Frage. Checkpoint 3, ich komme. Der ist 310 Kilometer, glaube ich, entfernt. Aber ohne ja, Aspirin oder was weiß ich, Paracetamol wird auch nichts. Das Knie tut so heftig weh. Ich habe mir, als ich losgefahren bin, eine 400er Ibo reingeschmissen. Die lässt jetzt aber auch langsam nach. Also eine Apotheke wäre schon ganz geil. Schau ich mal, wo ich hier eine finde. Schwierig. Leute, hier gerade durchzuknallen. Ich habe so viel Energie, Mann! Na gut, da kann man schon mal anhalten, ne? Das geht da schon ganz schön tief runter, Diggi. Ja, moin! Kommt auf dieser scheiß Kamera wahrscheinlich wieder gar nicht rüber, ne? Das sind Mountain of Hell Vibes, Diggi. Und da bügele ich jetzt so heftig runter. To the moon! Getreu dem Motto, wer bremst, verliert, flog ich also die Berge runter. Und ich genoss es in vollen Zügen. So beschissen dieser Tag auch anfing, entwickelte er sich mehr und mehr zum besten Tag, den ich auf der ganzen Tour hatte. Meine Laune war am Peak, meine Motivation war gigantisch und meine Power schien grenzenlos. Es schien regelrecht so, als könnte mich nichts aufhalten oder von meiner Mission abbringen. We are back, baby! We are so fucking back! Gibt auf der Route keine Schiebepassagen, Freunde. Es gibt nur Passagen, wo manche Skills haben und manche nicht. Schönes ausgetrocknetes Flussbett hier. Komplett voll mit Kieselstein. Aber gar kein Problem. Hier bügeln wir so drüber. Das ist doch nix. Für mich kleine MTB-Maus. Lauf doch nicht, Digga. Wozu habe ich ein Fahrrad? Bist du deppert oder was? Bist du deppert? Muchachos, da ist die nächste Stadt.
Da werde ich alles auffüllen. Wir haben jetzt 125 Kilometer schon geschafft in 7 Stunden. Also rein von der Matte her sehe ich mich heute Nacht beim 3. Checkpoint. Was sagt ihr? Schauen wir mal. Keep going, Diggi. Abfahrt. Woo! Das ist übrigens gerade off-track. Eigentlich muss ich hier gar nicht lang, aber wäre halt echt geil, wenn ich eine Apotheke oder sowas finde. So ein Fahrradladen, falls die Karre in die Fritten geht. Aber es ist schon, ja, es ist eine große Stadt, aber hier ist nicht viel Moderne los. Muss man ehrlich so sagen. So, Pharmacie habe ich gefunden. Sehr geil. Hab Paracetamol 500er gekauft. Jetzt ein kleines Päuschen. Omelette, Café au lait. Ganz guter Shop. Ist auch eine echt große Stadt. Hier waren jetzt auch gerade wieder 2, 3 andere Fahrer. Die catche ich gleich noch. Und dann sollte ich, glaube ich, auch wieder gut auf sein. Wir schauen mal. Wir haben es jetzt, ich glaube, 12:30 Uhr oder so. Ich habe leider kein Internet, sonst könnte ich euch jetzt genau sagen, wie lange ich noch bis zum Checkpoint brauche. Aber es sollten so 200, 220, 180 sein, irgendwie so. Wir schauen mal. Ich esse jetzt erstmal und dann geht's gleich Vollgas weiterfahren. Ich genoss es in diesem Moment richtig, einfach mal ein paar Minuten innezuhalten, mich mit anderen Fahrern zu connecten, ein Café au lait zu genießen und das bunte Treiben der Stadt zu beobachten. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. So Leute, hab jetzt gut gegessen, gut getrunken, Omelette mit Käse, ein Kaffee, Cola, eine Tüte Chips. Habe mich jetzt eingecremt, ausgezogen, ich habe Tabletten bekommen. Also eigentlich alles perfekt, die Sterne stehen gut. Internet hatte ich bisher immer noch nicht, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ich fahre jetzt erstmal wieder los. Viel zu lange Pause gemacht, bestimmt eine Stunde oder so. Aber egal, wir fahren jetzt mal wieder weiter. Feuerfrei. Frisch gestärkt ging es für mich also weiter in das Highlight der meisten Fahrer, die Old Colonial Road, welche knapp 70 Kilometer lang ist und von den Orten Tagmount bis nach Issafield führte. Die Straße wurde 1912 bis 56 angelegt und von der französischen Kolonialherrschaft über Marokko für administrative und militärische Zwecke genutzt. Nicht nur, dass es das erste Mal auch richtig heiß war, führte die Strecke durch den Anti-Atlas auch über mehrere hohe Gipfel und durch die ein oder andere Schlucht. Das ist doch wirklich frech, ey. 20 Meter bergab schleppen die Karre und gleich wieder hoch, ey. Bodenlos. Fahrrad tragen ist auch richtig geil. Mit einer Hand, die komplett eingeschlafen ist. Oh. Das war noch mal geil fürs Knie. Bruder muss los. Erstmal ein bisschen an der Zitze nuckeln. Lieben wir! Ich fahre jetzt irgendwie seit 3 Tagen durch das Land. Und es ist alles schön, alles atemberaubend. Aber es sieht auch alles irgendwie so ein bisschen gleich aus. Dann ist man wieder hochgekommen, ja, dann hat man wieder eine schöne Aussicht. Keine Frage, aber ja. Ich würde es geil finden, das hier mal mit einem Buddy zu machen. Oder irgendein vergleichbares Fahrradabenteuer mit einem Buddy zu machen, der so zumindest ungefähr auf meinem Fitnesslevel ist. Ich glaube, das wäre einfach nochmal 10 Nummern geiler als das alleine hier. Wie geil man sich denn auch gegenseitig noch pushen könnte, ey. Boah, das wäre einfach heftig.
Moin Leute, auch einfach mal kurz innehalten, den Leuten auch mal die Chance geben, wieder ranzukommen, ja. Hab schon wieder 10 Plätze gut gemacht. Ich sag mal so, ich habe entschlossen, mein Bein tut jetzt nicht mehr weh. Punkt. Ich genieße jetzt gerade einfach mal eine lecker Cola. Ich bin ja auf der Old Colonial Road. Das ist der höchste Punkt. Ja, la Abfahrt, oh. Auch einfach mal das Leben genießen hier, bei dem Ziel, sag ich. So Freunde, Stadt erreicht. Erstmal ein Omelett, Brot und eine Cola. Wir haben es jetzt 17:30 Uhr. Ich will jetzt so maximal halbe, dreiviertel Stunde bleiben. Und dann holen wir uns den nächsten Checkpoint raus. Ich gucke gleich mal auf Komoot, aber ich denke, das wird erst morgen früh was in der Nacht. Ich habe jetzt mal bei Komoot geguckt. Laut Komoot sind es noch 125 Kilometer bis zum Checkpoint. Massiv viele Höhenmeter und Komoot sagt, ich brauche knapp 10 Stunden. Jetzt ist es 18:30 Uhr, wenn ich losfahre. Selbst wenn ich nur 9 brauche, vielleicht brauche ich aber auch 11 oder 12. Gar nicht so einfach. Habe ich noch Kraft? Ja. Jetzt ins Bett gehen auf gar keinen Fall. Also ich glaube, den einen Hügel kriege ich noch mit. Und dann lass es 0 Uhr sein. Zur Not gehe ich dann irgendwo in Bivi-Bag oder sowas. Ich glaube, so mache ich das. Jetzt knall ich mir erstmal noch mal einen Kaffee Olé rein und dann schieben wir noch mal ein paar Meter voran. No. Es geht in die Nacht, Freunde. Vor mir sind noch 2 andere Fahrer. Ich glaube, der eine zumindest will auch Checkpoint 3 erreichen. Es wird spannend. Es wird, glaube ich, eine toughe Session. Aber ich denke, das ist möglich. Aktuell kurz vor den 900 Kilometern. 896 Kilometer. Was einfach fantastisch ist. Crazy. Missionsziel war also klar, Checkpoint 3. Die Strecke war nichts Besonderes, aber viel sehen tun wir in der Nacht ja sowieso nicht. Nach mittlerweile 23 Stunden und knapp 300 Kilometern im Sattel kann ich euch sagen, war ich auch froh, dass es endlich geschafft ist. Die letzten 20 Kilometer waren wieder bitterlich kalt und fühlten sich an wie ein ganzer Tagesritt. Wir haben offiziell 1000 Kilometer, Freunde. Haha, geiler Lachs. Ihr kleinen Rackerchen, ich bin am Checkpoint 3 angekommen. Hier ist das Ding. Das ist ein richtiges Hotel, das ist ein ganz anderes Afrika, als wir es die letzten Tage gesehen haben. Echt, die letzten 20 Kilometer, die haben sich angefühlt wie ein ganzer Tag. Oh, es ging nur bergab, es ist richtig kalt, ich bin richtig durchgefroren jetzt. Oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ich kann nicht laufen gerade. Jetzt, wenn man aus der Bewegung rauskommt, ich habe jetzt unten gegessen, getrunken, mich kurz gesammelt und jetzt, echt, ich fühle mich wie ein Opa. Da baller ich mir gleich direkt hier erstmal wieder die guten marokkanischen Dinger. Aber erstmal werde ich richtig schön lange duschen gehen, Freunde. Ja, das hier ist so ein Hotelzimmer. Hat jetzt, glaube ich, 150 Dirham gekostet. Ich habe ein paar Tacos eben gegessen für das hat alles nichts gekostet, Leute. Ich habe für Essen und das Zimmer hier 200 Dirham bezahlt. Ich gehe duschen, Leute. Ich bin richtig müde. Tschüss. Es ist übrigens 4 Uhr und wir haben offiziell 1005 Kilometer. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich glaube, wir haben es 13:30 Uhr. Habt ihr den Wecker nicht gehört? Der um 11 klingeln sollte, dann hätte ich 6 Stunden Pause gemacht.
aber ist auch egal. Ich kann ohne 500er Ibu nicht mal stehen, weil meine beiden Knie so krass wehtun. Ich habe jetzt Geld geholt. Ich sitze jetzt hier im Hotel in der Lobby unten. Das ist das Hotel. Espace Tifavene. Ich werde mir hier jetzt erstmal eine dicke Portion Pasta und Tacos oder Pizza und alles gönnen. Und dann werde ich heute bis maximal 0 Uhr fahren, Freunde. Ich sage euch ehrlich, ich will das hier natürlich auf sportlicher Ebene auch angehen und Gas geben, aber ich kann wirklich nicht mal stehen ohne Schmerztabletten. Ich habe jetzt noch 450 Kilometer. Ich schaue, wie es heute geht. Vielleicht werden das 3 Tage, 3 mal 150 Kilometer, Leute. Wäre natürlich maximal dumm, aber it is what it is. Als Vorspeise hatte ich einen Crepe mit Banane und Schokolade. Jetzt gibt es ein Burrito, Pommes, das, ein Cappuccino und einen Orangensaft. Mittlerweile ist es 14:30 Uhr. Wir schauen mal, wie weit wir heute noch kommen. Ich esse jetzt erstmal in Ruhe. Daddy ist wieder on Tour. Ich versuche es zumindest. Garmin zeigt mir an, dass Schaltwerk batterieschwach ist. Der wird jetzt mal ausgewechselt. Passt. Ja, generell habe ich 3 Akkus mit und ein Ladegerät. Der Akku war jetzt 2-mal leer auf 1000 Kilometer. Ich war jetzt gerade noch kurz in so einem Kiosk drin. Der ist hier direkt neben dem Hotel. Da habe ich mir jetzt noch ein paar Buenos und ein paar Bounties besorgt. Und ein Prime. Und jetzt versuche ich, und Leute, versuchen ist da genau das richtige Stichwort, ich versuche weiterzufahren. Aber alle Angaben ohne Gewehr, keine Garantie. Kann auch sein, dass ich laufen werde, ein paar Kilometer. Naja, wir werden es mal sehen. Erstmal lade ich hier alles rein. Ich sage es euch, Bounty und Kinder Bueno. Puh. Da geht das Leben doch erst los. Geil. Heute starte ich den Tag auch direkt mit Musik. Einfach um mich irgendwie abzulenken von den Schmerzen, sage ich ganz ehrlich. Ja, Freunde, 16 Uhr. Scheiße, Alter. Ich glaube, das wird hier jetzt eine richtig heftige Geburt, Leute. Oh, ja, Baby. Oh, ja. Ja. Fuck yeah. Fuck. Jetzt kommt der zweite Anstieg dieser Strecke und danach geht es ja grob nur noch bergab. Drückt mir die Daumen, Leute. Die Beine dämmen mich echt ein, obwohl ich wirklich einfach genug Leistung habe. Ich habe genug Energie, ich bin topfit, also wirklich, das ist so krass, ich bin topfit. Aber die Beine versauen mir das hier ein bisschen, also da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Weiß ich nicht, muss ich mal mit meiner Frau drüber reden, die ist Physiotherapeutin, was man da machen kann, dass man da auch den Daily Stretching Grind dann mal startet. Kriegen wir alles hin, Freunde. Was soll ich sagen, Leute? Bis jetzt wirklich die asozialste
Passage der ganzen Route nach dem Checkpoint. Das ging erst geil los, mit lustig Straße rollen, eine Stunde lang durch so ein abgefucktes Flussbett geirrt, wo natürlich kein irgendwie, nicht mal ein annähernd vorgegebener Weg ist. 3-mal auf die Fresse geflogen und jetzt wirklich hier einen kompletten roten Anstieg hochschieben müssen, weil hier fahren auf jeden Fall nicht möglich ist. Ich glaube 400 Höhenmeter sind das. Komplett am Schwitzen. Habe jetzt noch einen halben Liter Wasser. Ist natürlich jetzt auch schon 22:30 Uhr. Keine Ahnung, ob da gleich noch Supply kommt, beziehungsweise ob der denn auch auf hat. Ich werde jetzt den halben Liter Wasser mir aufsparen müssen, bis ich oben bin. Und wenn ich oben bin, werde ich mir mal kurz einen Überblick verschaffen, ob ich noch irgendwie durch eine größere Stadt durchkomme, wo eventuell denn noch was auf hat, oder ob ich sage, okay Leute, das waren hier nette 70 Kilometer heute, aber dann mache ich erstmal ein Nickerchen, weil ohne Wasser hier weiterfahren brauche ich auf jeden Fall nicht, und es ist gerade einfach nur behindert, wirklich gar keinen Bock mehr gerade. Leute, so viel Glück im Unglück kann man wirklich nicht haben, ey. Wirklich, ich habe nicht viel gefilmt, weil es ja auch super dunkel war. Aber durch ein kilometerlanges Flussbett, dann die übelste Steigung hochgerannt. Mit dem Fahrrad konnte es nicht fahren, weil es zu steil war, zu geröllig. Dann hat man sich gefreut, dass es endlich bergab ging. Ja, in eine Fresse rein, super asoziale Strecke. Jetzt habe ich irgendwie seit 40 Kilometern nichts mehr zu saufen gehabt, habe übles Pappmaul, ich hatte schon so mäßig richtig Panik. Dann habe ich jetzt irgendwo in der Stadt angehalten. Ich dachte, okay, ich muss mich jetzt irgendwo hinlegen und warten, bis hier irgendwas aufmacht morgen früh. Und dann kommt von hinten ein Typ angeschlichen und sagt, hey, Hotel. Und dem habe ich jetzt erstmal hier den Kühlschrank geplündert und ich habe mir hier jetzt ein Zimmer genommen. Es ist jetzt, glaube ich, 2 Uhr, ja, es ist 2:20 Uhr. Ich penne jetzt einfach nochmal 1, 2, 3 Stunden. Scheißegal, Digga. Und dann fahre ich morgen früh weiter. Ja, toller Plan mit 200 Kilometer durchziehen. Damit ich übermorgen da bin. Gute Nacht. Oh, ist das geil. Oh, der hat 4 Stunden nichts getrunken. Oh. Oh. Ich war schon richtig im Delirium. Good morning! So Freunde, mit Mock auf dem Bock geht es weiter am nächsten Tag mit Sonne. Sieht echt schön aus hier tatsächlich. Oh. Meine Beine müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen in Bewegung kommen. Ich habe jetzt wieder 3 Liter Wasser dabei. Noch nicht gefrühstückt. Ich mache jetzt auch schon wieder einen dummen Fehler. Ich fahre jetzt schon wieder aus der Stadt raus, um mir ein paar Snacks zu kaufen. Habe jetzt nur noch 3 oder so. Ist doch dumm eigentlich. Kurzes Update zum Körper. Rechte Finger kribbeln. Motorische Fähigkeiten zu 70% eingeschränkt. Linke Hand ist über das Kribbeln hinaus. Die ist einfach komplett taub. Mit der kann ich gar nichts machen tatsächlich. Zum Glück irgendwie noch bremsen und so, aber da tut eigentlich alles weh. Mein Arsch ist mittlerweile echt. Der hat keinen Bock mehr. Ja, und Beine wisst ihr ja. Ansonsten geht es mir gut. Ich bin auch eigentlich fit. Nicht erkältet, nicht krank oder Power habe ich eigentlich auch. Naja. Schauen wir mal, was los wird.
Hochmotiviert und voller Tatendrang ging es also weiter. Nach über 1000 Kilometern in den Beinen schließt sich bei mir allerdings die Einsamkeit ein. Ich sehnte mich nach einem Freund, mit dem ich zusammen lachen und das Abenteuer erleben konnte. Ich hatte nach wie vor ultra Bock aufs Radfahren, aber ich merkte auch, dass mir 1000 Kilometer von der Zeit her gereicht hätten. Denn ich langweilte mich aktuell ein wenig. Ja, nee, ist klar, Leute. Jetzt stehe ich hier in der Wüste oder was? Das macht natürlich komplett Spaß mit dem Fahrrad. Die wollen mich doch komplett verarschen, oder was? Das ist doch jetzt nicht ernst gemeint hier. Boah, fuck das ab. Hoffentlich ist das nicht so lang. Ey, bei meinem Glück ist das wieder 12 Kilometer, sag ich euch, wie es ist. Oh, warum fühle ich mir die Scheiße immer wieder an? Kann hier auf jeden Fall durchfahren, das geht schon. Mal mehr, mal weniger gut. Ist halt echt wichtig, dass du Geschwindigkeit aufbaust. Aber hier verpufft die Energie halt komplett. Ne? Ich habe gerade einen Kanadier getroffen, der meinte, dass die Sektion hier jetzt irgendwie 12 Kilometer lang ist, tatsächlich. Und dass sie die letzten Jahre doppelt so lang war. Und er hier irgendwie immer 6 Stunden durchspaziert ist, weil man gar nicht mehr fahren konnte. Digga. Noch nicht gefrühstückt. Ich habe noch ein Kinder Bueno, dann habe ich nichts mehr zu essen. Getränke habe ich noch genug eigentlich. Stand jetzt. Dachte ich gestern auch. Oh, Leute, ey. Und ich dachte, nach gestern Nacht kann es nicht mehr beschissener werden. Da habe ich mich ja mal komplett geirrt. Also auf Sand fahren ist schon wirklich so mit das Beschissenste, was man mit einem Fahrrad machen kann. Boah. Digga, ich war einfach so im Tunnel, hab die Dromedare oder Kamele oder was alles gar nicht gesehen. Richtig geil. Wirklich. Einfach 12 Kilometer hier, 3 Meter vor meinem Reifen auf den Boden geguckt und einfach nur rein pedaliert. So im Tunnel gewesen. Ich hoffe, gleich gibt es mal einen Kaffee oder so, dass ich Vorräte wieder auffüllen kann, die nicht mehr existent sind. Und dann geht's weiter, Freunde. Wir kommen dem Ziel immer näher. Hm? Batom, free. Yeah? Wait. Good, free. Donc mon ami, ici, un café, comme ça, un son picara comme ça, il est 40, 30 l'âge. Okay, thank you. So, Freunde, jetzt geht die Party doch erst richtig los, oder was? Daddy hat ein paar Snacks. Jawohl, Diggi! Trotzdem, jetzt suche ich mir Frühstück. So sieht es nämlich aus. So, Kamera ist komplett nass geschwitzt, aber egal. Es ist jetzt wirklich das letzte Stück, Freunde. Wir haben hier jetzt nochmal ein paar schöne Höhenmeter und hier in Essaouira ist das Ziel. Wir sind hier jetzt in einem Restaurant, essen was, ein bisschen Tahin, ein bisschen Fleisch, wir trinken eins für Getränke und dann sind es ungefähr 75 Kilometer und dann haben wir das Gröbste hinter uns. Haben jetzt gut gegessen, ein paar Köfte, Lamm, ein bisschen Brot, 3 Sprites habe ich mir reingestellt und jetzt geht's auf den Moroccan Stelvio.
Es wird jetzt 75 Kilometer, schön hart und anstrengend. Aber wenn wir das haben, Freunde, können wir zu Bett und dann haben wir morgen nur noch 100. Auf ganz entspannt. Endlich. Es war mal wieder einer der Momente, wo man den Schalter einfach umlegen musste. Und so ging es für mich wirklich stundenlang bei 30 Grad einfach nur bergauf. Mal auf Straße, mal Offroad. Meistens bergauf, manchmal aber auch bergab, wo ich wieder ohne Rücksicht auf Verluste runterpulte. Weiter, immer weiter, Freunde. Immer weiter die Berge rauf. Das ist das, was wir wollen. Ein paar Höhenmeter drucken. Kurzes Update. 21.000 Höhenmeter und 1220 Kilometer. Sehr geil. Bin schon wieder komplett ausgedreht. Aber hier gibt es jetzt so eine kleine Station. Oh, da werde ich mir jetzt mal was gönnen. Kleine Pause. Okay, Freunde. Jetzt geht's los. Der Moroccan Stelvio lauert hinter den Wolken. Und den hole ich mir jetzt, den kleinen Hund. Ich werde wahrscheinlich erst Mitternacht oben sein, glaube ich. Wie spät ist jetzt? 19:20 Uhr ist es jetzt. Ja, wird wohl schon ein bisschen was dauern. 1-2 Stündchen. Und dann halt auch wieder runter. Ab jetzt 999 Höhenmeter straight bergauf. Danke dafür. Let's go. Und so fuhr ich in den Anstieg und somit auch wieder in die nächste Nacht hinein. Der Berg, mein Feind. Ihn zu erklimmen, meine Mission. Und so fuhr ich im absoluten Tunnelblick 999 Höhenmeter durch die Nacht bergauf. Und als ich oben angekommen war, fuhr ich wieder bergab und suchte mir den nächsten Anstieg. Meine Mission war es, so viele Höhenmeter, wie es mir möglich war, noch in dieser Nacht zu schaffen. Bis ich mir letztendlich irgendwo am Straßenrand in einem alten Fundament meinen Schlafplatz einrichtete. Letzte Nacht hätte ruhig ein bisschen komfortabler sein können, Freunde. Aber naja, immerhin habe ich noch eine Cola. Für die gute Nacht. Ja. Schönen guten Morgen, ihr kleinen Rackerchen. Was soll ich sagen? Es hat natürlich in der einzigen Nacht, wo ich draußen schlafen musste, geregnet. Ich habe absolut gar keinen Bock mehr gerade und ich will jetzt einfach nur noch ankommen, Digga. Die letzten 150 Kilometer, ey, komme was wolle, ist mir scheißegal. Gar kein Bock mehr. Wirklich alles, was ich hab, ist nass. Ja, komm, ja. Tut das weh. Ja, gib mir mehr davon. Fuck! Ich sag euch auch ganz ehrlich, was mir hier richtig auf den Sack geht, ist die Verpflegungssituation. Das ist mal ganz witzig, wenn mal 100 Kilometer nichts kommt, aber in der Nacht findest du nie was. Am Tag musst du wirklich überall anhalten, wo irgendwie was geht. Wenn du es nicht machst, kommt die nächsten 100 Kilometer wieder nichts. Wirklich, das ist so ein Abfuck. Ich habe jetzt schon wieder, seit ich losgefahren bin, seit 3 Stunden nichts zu saufen, nichts zu essen. Wirklich so behindert, Alter. Und das nächste kommt bestimmt, das sind 20 Kilometer. Mit 1000 Höhenmeter dazwischen. Was ist denn mit Lidl, Junge? Warum haben die hier kein Lidl? Alle 30 Meter einen hinpflastern. So nehme ich. Scheiße. Wie war das? Man soll nicht mit leerem Magen einkaufen gehen. Cappuccino kommt auch noch gleich. Ich bin jetzt da unten. Seht ihr es vielleicht schon? Ist das Meer. Dann bin ich am Meer angekommen und dann sind es noch
100 Kilometer oder so. Ich sage euch ehrlich, wir haben es jetzt 11:40 Uhr. Ich bin jetzt 4 Stunden ohne Essen, ohne Trinken hierher gefahren. Und es war einfach absolut beschissen. Ich bin richtig leer gelaufen. Das kann mir hier noch den Sieg kosten, sag ich. Einfach nur komplett dumm, ey. Einfach komplett nass gewesen die ganze Nacht. Kein Auge zu bekommen. Trotzdem wieder 7 Stunden verplempert. Und dann ohne was zu fressen. Ich bin so froh, wenn ich im Ziel bin, Leute. Aber ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Aber jetzt heißt es Knallgas, Freunde. Geil. Woo! Frisch gestärkt und mit deutlich besserer Laune als noch vor einer Stunde ging es für mich also weiter. Ich war endlich am Meer angekommen und ich wusste, jetzt war es nicht mehr weit. Wenn gleich die letzten Anstiege auf der Karte auch nicht so rüberkommen, hatten sie es nochmal so richtig in sich. In Gedanken schon quasi im Ziel, zogen sie sich wie Kaugummi. Hätte mein Knie nicht so abgespastet, wäre hier, glaube ich, echt viel machbar gewesen. Ich hätte noch gut schneller fahren können, habe ich im Nachhinein festgestellt. Selbst mit dem Knie. Wenn ich jetzt einmal in Bewegung bin, geht es ja immer, dann kann ich auch drücken. Und ich glaube, ich würde hier im Schnitt für meine 200 Watt werde ich hier definitiv die ganze Zeit drücken. Ja, ich glaube, könnt ihr ja mal bei Dotwatcher reingucken. Ich glaube, ich habe overall von allen Teilnehmern die meiste Pausenzeit. Und das, obwohl ich während des Tages sozusagen, also während einer Fahrschicht, nie Pause gemacht habe, außer einmal für 1 Stunde immer. Ansonsten bin ich ja immer durchgefahren. Aber dadurch, dass ich mal 12 Stunden hier, 10 Stunden da, 8 Stunden da Pause gemacht habe, egal. Über den Big Boy müssen wir noch rüber. Das war dann der letzte Anstieg von 1450 Kilometern. Dann geht's runter auf Meereshöhe nach Essaouira, glaube ich heißt es. Alter Lachs, ey, das war ein wilder Ritt die letzten Tage. Kommt mir vor, als wären schon 10 Wochen gefühlt. Ich bin jetzt oben beim letzten Anstieg, Freunde. Ich bin jetzt quasi durch. Jetzt geht's nur noch bergab ans Meer. Wisst ihr, ich versuche immer, das ist auch der Grund, warum ich irgendwie angefangen habe mit Social Media, euch zu zeigen, was man so machen kann. Was man also machen kann im Sinne von, Digga, das ist ja geisteskrank beschlagen hier. Ich sehe mich ja selber nicht. Nee, ich wollte hier gerade emotionalen Deep Talk starten. Das ist alles beschmierig, weil das Ding die ganze Zeit in meiner Kameratasche, in meiner Hosentasche ist. Naja, deswegen habe ich Social Media auch angefangen, um euch zu zeigen, was man so machen und erleben kann auf dieser Welt. Was für geile kleine Abenteuer gibt. Dazu zählt halt auch für mich das Atlas Mountain Race. Das einfach eine geisteskranke Experience war, sag ich euch so wie es ist. Hat ziemlich viel von mir abverlangt. Und da ist meine Message einfach jetzt zum Schluss nochmal: Never skip a leg day. Ihr kleinen Ficker! Ohne Scheiß. Quitten ist niemals eine Option. Niemals aufgeben. Ihr gebt bei kleinen Dingen auf und ihr werdet immer aufgeben. Fangt damit gar nicht erst an. Zieht stramm durch. Ob ihr euch nicht bewegen könnt, ob eure Knie explodieren, scheißegal, Mann. Einfach durchreißen, die Scheiße. Und am Ende steht ihr im Ziel und denkt, geil, bin ich ein geiler Ficker. Ohne Scheiß. Genau so ein Ding ist das. Aufgeben ist niemals eine Option. Das ist eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit. Durchziehen, durchbeißen, komme was wolle. Es gibt Ausnahmen, na klar, ne, will ich hier gar nicht sagen, aber eigentlich nicht. In diesem Sinne, ja, was soll ich sagen, Leute? Die letzten 30 Kilometer gönne ich mir für mich selbst. Vielleicht werde ich auch noch mal eine kleine Träne vergießen. Wer weiß, scheißegal, gehört dazu nach so einem Abenteuer. Liked, kommentiert gerne das Video, teilt es, keine Ahnung. Und wenn nicht, ist mir auch scheißegal eigentlich so, aber wäre cool, so sag ich. Ne? Also, haut rein, Leute, hat mich gefreut. Tschüss. Woo!
We fucking made it! Come on! Du stehst an der Startlinie und weißt ganz genau, das hier wird kein einfacher Tag. Kein perfektes Rennen, kein sauberer Plan, der einfach aufgeht, sondern ein Kampf. Gegen die Strecke, gegen die Zeit und irgendwann gegen dich selbst. Die ersten Kilometer fühlen sich noch leicht an, fast zu leicht. Du weißt, dass das nicht so bleibt. Und dann kommt der Moment, in dem es kippt. Die Beine werden schwer, der Puls schnellt hoch, der Kopf wird laut. Warum machst du das hier eigentlich? Wofür das Ganze? Und genau da entscheidet sich alles. Nicht am Start, nicht im Training, sondern genau hier. Wenn es weh tut, wenn es unangenehm wird. Wenn Aufgeben plötzlich verdammt logisch klingt. Aber du gehst weiter. Nicht weil es leicht ist, sondern weil du es kannst. Jeder Schritt kostet Überwindung. Jeder Meter ist ein kleines Statement. Ich bin noch da. Du passt dich an. Du kämpfst dich durch. Du nimmst Rückschläge hin und machst trotzdem weiter. Nicht perfekt, nicht schnell, aber entschlossen. Und irgendwann wird aus diesem Kampf wieder Bewegung. Aus Zweifel wird Fokus, aus Chaos wird Rhythmus. Und bevor du es wirklich begreifst, siehst du das Ziel. All das, was unterwegs passiert ist, die Tiefs, die Fehler, die harten Momente, werden plötzlich Teil von etwas Großem. Du hast nicht einfach nur ein Rennen gemacht, du hast es durchgezogen, du hast es gefinisht, trotz allem. Und genau darum geht's. Nicht um die perfekte Strategie, nicht um die perfekte Leistung, sondern darum, dass du nicht aufgehört hast. Also egal, wo du gerade stehst, egal wie weit dein Ziel entfernt scheint, geh weiter, auch wenn es langsam ist, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Kämpf für das, was dir wichtig ist, für deine Ziele, für deine Träume und hör niemals auf, das Maximum aus dir rauszuholen. Denn am Ende wirst du genau darauf stolz sein, dass du nicht stehen geblieben bist. Tja, Leute, das war's. Finish, Mister.